Willkommen zurück hier bei Welt. Das Ende einer Koalition ist nicht gleich das Ende der Welt, das sagt der Bundespräsident. Aber wie geht es denn jetzt konkret weiter? Die Ampel ist aus. Im März soll es nach dem Willen des Kanzlers Neuwahlen geben. Nicht mit uns, sagt wiederum CDU-Chef Merz und macht weiter Druck. Erst nach der Vertrauensfrage sei die Union bereit, über die von Scholz gewünschte Unterstützung bestimmter Gesetzesvorhaben zu sprechen. Und mitten im Chaos, da kündigt Robert Habeck jetzt auch noch an, ich will der nächste Bundeskanzler werden. Da gibt es viel zu besprechen und das möchte ich tun mit Anna Schneider, Weltchefreporterin. Schönen guten Tag, liebe Anna. Hallo Fedi. Und wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen zurückschauen und zwar auf diese große Rede des Kanzlers, die er da gehalten hat. Wie ist deine Einschätzung zu dieser Rede? Was macht sie besonders? Es wurde ja viel darüber diskutiert. Genau, also du sagst es ja gerade, oder wir haben es gerade gehört, die Unflätigkeiten fliegen da hin und her zwischen den ehemaligen Ampelmännern und Frauen. Aber als König dieser Kategorie darf seit Mittwochabend schon Olaf Scholz gelten. Also ich verstehe Menschen generell nicht, die das für in Ordnung halten. Ich bin ein absoluter Fan klarer Worte. Also diese Phrasen und den Wattepacken, danke, nein. Aber was Olaf Scholz da abgezogen hat, dieses charakterliche Anschießen von Christian Lindner, ihn als Egoisten und Kleinkind zu bezeichnen, das macht man doch auch, also das macht man doch nicht. Das hat er nicht mehr ertragen können dann. Genau, also nochmal, klare Ausdrucksweise, andere Meinung, alles gut, aber dieses persönliche Anschießen, das fand ich wirklich nicht in Ordnung und tatsächlich hat das die FDP nicht verdient. Ja, ist nicht wirklich stilvoll, muss man sagen. Schauen wir auf die Reaktion der FDP. Wie schätzt du das ein? Was bedeutet das Ganze jetzt auch für die Zukunft der Liberalen? Also es haben schon viele gesagt und ich gehöre tatsächlich auch dazu, dass die FDP diese Ampel schon viel länger hätte verlassen sollen und je eher sie es macht, desto eher kann sie noch ehemalige Wähler vielleicht wieder zurückgewinnen oder neue bekommen. Und tatsächlich gibt es einen neuen ARD-Deutschland-Trend, ich meine, man kann darauf wenig halten, aber sie sind wieder, wow, bei 5%. Also immerhin. Ich glaube wirklich, dass das passieren kann. Ja. Und noch ein Nebeneffekt hat das Ganze ja, dass sich jetzt vielleicht ein bisschen so die Spreu vom Weizen trennt und die nicht so Liberalen die Partei verlassen und die Liberalen übrig bleiben. Schöne Grüße an Volker Wissing an dieser Stelle. Also, ich wollte gerade sagen, ja. Einfach mal aus der Partei austreten, weiterhin Minister bleiben kann und gleich Justizminister auch dazu. Also Flexibilität mancher Politiker ist schon äußerst beeindruckend. Und da kommt auch noch was dazu, was man Christian Lindner echt zugutehalten muss. Der macht etwas, was linke Politiker irgendwie nicht so oft übers Herz bringen, nämlich Selbstkritik zu üben. Also er sagte unter anderem auch, er wird sich vorwerfen lassen müssen, dass er diese Ampel nicht schon viel früher beendet hat. Und da kann man nur darauf sagen, ja, ja, ja und ja. Und auch in der Haushaltsfrage hat er durchaus Fehler eingestanden. Genau. Bei den Grünen sucht man Selbstkritik irgendwie vergeblich. Da hören wir jetzt in diesem ganzen Chaos, dass unser Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt tatsächlich ankündigt, ich möchte der neue Kanzler Deutschlands werden. Es ist großartig, oder? Genau das kann man sich nicht ausdenken. Ja, genau das, was ich gerade sagte. Also Christian Lindner, man muss auch seine Politik nicht mögen, aber dass er fähig ist zur Einsicht, nicht alles richtig gemacht zu haben, so. Und Robert Habeck, dem geht's super. Seit gestern ist er wieder auf X, weil er will jetzt dort den Populisten was entgegensetzen, er will Kanzler werden. Also der Mangel an Selbstreflexion in grünen und roten Reihen ist wirklich schwer beeindruckend. Das ist ja bei Olaf Scholz eben auch so. Also der hat ja irgendwie die Schuld komplett der FDP zugeschoben und er selbst, er muss das jetzt uns Bürgern muss er das jetzt irgendwie schonend beibringen, weil es geht so nicht weiter. Aber es war ja auch so großartig, das eine Video von Robert Habeck an diesem Ampel-Explosionsabend, wo er ernsthaft an den Bürgern auch noch Mut zusprechen will und sagt, ja, zweifeln Sie nicht an der Demokratie und ich glaube, man darf das so frei besetzen mit zweifeln Sie nicht an den Grünen, weil sie tun es auch nicht. Ja. Und jetzt summt er in dem anderen Video, jetzt Herbert Grönemeyer und trägt Freundschaftsbändchen mit Kanzlerschaft. Das ist ja auch alles eine Frage der Außenwirkung, ja. Anna, gerade in diesen Tagen. Genau. Dieses Ampelgebaren schon vorher hatte man ja schon das Gefühl, als sie noch zusammen waren, das ist wirklich grausam, was hier nach außen gesendet wird. Auch die Wirtschaft hat das ja so gesehen, hat gesagt, nee, also mit solchen Impulsen können wir überhaupt nichts anfangen. Das ist doch jetzt auch nicht viel besser, oder? Nein, und eben, wie gesagt, man kann Fehler machen, man kann sich eingestehen, diese Ampel, wir haben es probiert, das will ja jeder noch verstehen. Aber dass nur die kleinste eine Partei dazu fähig ist, sich irgendwie selbst in Frage zu stellen, ist schon Wahnsinn. Und eben die Grünen glauben nach wie vor, sie sind offensichtlich ganz fantastisch. Also das haben ja auch Britta Hasselmann und eine Kollegin Katharina Tröge auch ein Video aufgenommen, wo sie quasi in so Kindergarten sprechen, die Kamera sagen, ihr fragt euch vielleicht, was in Berlin los ist. Ja, wenn es nach uns gegangen wäre, dann wäre es jetzt einfach weitergegangen. Nee, Sie haben ja gar keine Schuld dran, ne? Nein, also, total, gar nichts. Die böse FDP. Genau, und so wird es, glaube ich, einfach nicht weitergehen, weil die Menschen schauen ja zu und können, glaube ich, sich ihre eigene Meinung bilden. Ja, und auf Blame Game haben die Leute, glaube ich, überhaupt keine Lust. Nee, gar nicht. Dankeschön, Anna. Sehr gerne.